Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Episode habe ich mal wieder ein Blackhawk Chest Rig für euch, und zwar das Blackhawk Commando Recon Chest Harness. Hier in der Ausführung in Oliv ist auch so die Version, die man eigentlich hauptsächlich findet. Ähm, Produziert bei Blackhawk in den frühen Anfangsstunden der Firma schon, also im Bereich 94 und 95, immer weiter, und es gibt auch heutzutage noch eine geupdatete Version, die minimal anders aussieht, immer noch im Blackhawk Vertrieb. Und diese Ausführungen, gerade die alten Versionen, wurden extrem häufig im Global War on Terror getragen. Da gibt es unzählige Referenzfotos von verschiedenen Ländern. Ganz besonders hervorzuheben natürlich wieder den amerikanischen Soldaten, aber wie hier gerade dargestellt, angelehnt an ein Kit von einem Kommando-Spezialkräftesoldat, der das Ganze so getragen hat. Das Chest Rig sieht man auch ganz oft als Nachbau, chinesische Kopie, ganz viel. Hatte auch nochmal so ein kleines Hoch beim Islamischen Staat, die Nachbauten davon getragen haben in sehr großer Stückzahl. Und ansonsten auch viel im orientalischen Raum immer noch vertrieben werden. Das Chest Rig selber ist jetzt nicht die Blackhawk-Idee, sondern das ist quasi eine Kopie vom Eagle Industries SF30 Chest Rig. Es gibt ein paar kleine feine Unterschiede, aber die bespreche ich dann nochmal direkt, wenn ich das andere Chest Rig vorstelle. Die Blackhawk-Version, warum wurde sie so viel genutzt? So einfach bei so vielen Blackhawk-Sachen, es war verfügbar. Man konnte die Blackhawk-Artikel in einigen Stützpunkten auch kaufen, in sämtlichen Surplus-Stores, überall war alles verfügbar. Und deswegen hat es gerade die Olive-Version so in die häufige Nutzung geschafft. Das Chest Rig ist definitiv nicht, ich sag mal nicht outdated, wie ich so gerne sage. Wir haben einen klassischen Aufbau, wir haben Taschen, die verschiedene Möglichkeiten bieten, Magazine aufzunehmen in verschiedener Größe. Hier für M4, M16 Magazine, da passen 3 Stück rein. Es passen ebenfalls 3 AK-Magazine rein, und ansonsten kriegt man auch noch andere unter. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass das Chest Rig immer noch produziert wird in einer anderen Version, oder in einer anderen Ausführung quasi, war das Ganze schon immer ein bisschen so. Der Grundaufbau blieb immer identisch, aber es haben sich ein paar kleine Feinheiten geändert oder es gab nochmal Modifikationen, die hinzugefügt wurden. Hier bei dieser Version aus den späten 90ern haben wir schon die Taschen mit den Druckknöpfen. Die frühen Versionen haben alle noch keinen Druckknopf. Der Druckknopf hat eine ganz einfache Verwendung, und zwar haben wir hier unten drunter 2 mögliche Einstelloptionen. Je nachdem, was für Magazin ich mitführe und wie viele, kann ich dann nochmal die Klappe zusätzlich einstellen und sichern. Kommen wir zu den Referenzen. Da gibt es relativ viele. Ich fange jetzt mal direkt mit der Referenz vom Kommando Spezialkräfte an. Und zwar ist das Bild aus der frühen Phase des Einsatzes. Wir sehen noch den Smog, der getragen wird. Und dann das Blackhawk Commando Chest Harness in Verbindung mit 2 Doppel-Handgranatentaschen vom Blackhawk. Die sind mit Alice hier oben angebracht, und so wird das vom Soldaten getragen. Der hat hier noch die Klappe auf und eine PTT etc. drin, also ein Push-to-Talk-Adapter, und ist dann da abgebildet. Ja, des Weiteren sieht man auf dem Bild halt noch, was er dazu trägt, also noch so eine kleine Bauchtasche, wo ein Holster drin ist. Die wurden hergestellt von Eagle Industries und von Blackhawk, und dazu trägt er darunter dann noch einen Teil vom Arktis PLCE Harness. Andere Referenzen bei der Bundeswehr auf jeden Fall noch gesehen, bei den Kampfschimmern, und ansonsten im gerade amerikanischen Bereich wirklich in die sämtlichen Einheiten. Also wir haben Marines, gerade auch Marines vom Force Recon, also MARSOC und diese ganzen Spezialeinheiten-Geschichten. Generell Special Forces, Green Berets, Para-Rescue Jumper, richtig viele Bilder aus den frühen Phasen des Krieges in Afghanistan und dem Irak, wo die Rigs noch bei den Navy Seals im Einsatz sind. Dann auch noch unzählige Fotos von regulärer Infanterie, die dann die Version in verschiedenen Ausführungen tragen, und auch noch bei
Delta Force zum Beispiel im Einsatz und. Die Primärfarben, wie man sie so findet, ist, würde ich sagen, am häufigsten auf jeden Fall Oliv. Danach kommt Woodland und nochmal ganz selten ähm, im Tann, also diesem hellen Tann. Coyote ist auch nochmal dabei in einer späteren Phase. Aber ansonsten sind das so die Hauptbestandteile. Später wurde das Rig auch noch in UCP hergestellt, also in dem Digitaltarn, der bei der Army den Woodland und Three Color Desert abgelöst hat. Eine weitere Farbe wäre dann noch schwarz, aber das ist dann irgendwo noch selten. Wo man das Rig noch sieht, wo es auch quasi mehr oder weniger hingehört, ist beim Film 12 Strong. Ich glaube, Chris Hemsworth trägt es da. Leider eine spätere Version, die damals noch nicht so zur Verfügung stand, sondern da hätte es eher diese Version sein müssen. Aber ja, es ist schon mal das richtige Chest-Rig und von daher, die sind von der Ausstattung des Films schon nicht so ganz schlecht gewesen. Also irgendwann werde ich da auch nochmal drauf gucken und ein Video zu machen zu den einzelnen Ausrüstungssätzen, die da getragen wurden. Und dann können wir das mal ein bisschen analysieren. Dann schauen wir uns das Chest-Rig einmal im Detail an. Wir haben wieder einen recht klassischen Aufbau, in der Mitte die Kampfbeladung und am Rand nochmal die Mehrzwecktaschen. Hier jetzt in die Magazintaschen passen jeweils 3 Magazine, also 3 M4, M16, 2 G36, dürfen nur 3 AK rein und 762 auch noch 2, so standardmäßig. Die Deckel haben diesen besonderen Schnitt, gerade für die AK-Magazine, dass das gut passt. Die gleichen Taschen gab es auch nochmal als Dreiertasche mit Molle-Ausführung im zum Beispiel MLCS und SFLCS-Kit. Da kennt man die auch noch mal her. Wie schon erwähnt, hier der Druckknopf, hier die beiden Gegenstücke und ansonsten wie immer noch Klett, um eine Tasche zu schließen. Hier unten haben wir wieder das kleine Pull-Tab, um die Tasche aufzuziehen. Hier sieht man jetzt mal, wie der Zahn der Zeit am Material arbeitet. Und zwar sind die Blackhawk-Sachen von innen in der Regel immer beschichtet. Und hier löst sich halt die Beschichtung auf, weil sich die Weichmacher etc. lösen. Das ist ein bisschen klebrig, stinkt zum Glück nicht, wird irgendwann hart und dann ja, kann man das abholen. Macht das, dann ist nachher der Stoff halt ein bisschen weicher und nicht mehr so fest, aber tut ansonsten dem Ganzen keinen Abbruch. Ja, hier unten wieder, auch wie üblich, die Wasserablaufösen, die wir wieder an allen Taschen haben. Dann haben wir daneben direkt eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar, wir haben hier im Inneren der Tasche noch einen Divider. Da kann man dann nochmal die 2 Magazine nach hinten, 1 nach vorne, um das Klappern zu verhindern. Oder ich mache nur 2 rein, dann habe ich die Wand dann nochmal zwischen, damit die Magazine nicht so doll gegeneinander schlagen und man die relativ einfach rausziehen kann. Dann die Mehrzwecktasche, die ist hier ein bisschen klein, kriegen wir mal gerade so vielleicht eine One-Quart Canteen rein, also eine ganz normale Standard-US-Feldflaschengröße, nichts Besonderes. Deckel im Inneren ist auch nichts, außer nochmal hier unten wieder Wasserablauföse. Und das Ganze wird mit einem Plastik-Schnellverschluss verschlossen. Auf der anderen Seite die Tasche genau identisch. Alle Magazintaschen sind auch identisch. Was wir nochmal sehen ab und zu, dass die Deckel modifiziert werden und Löcher reingemacht werden, damit ein Funkgerät mit Kabelführung quasi hier rausgeführt werden kann und der jeweilige Operator dann halt nur 3 Taschen für Magazine nutzt. Hier unten haben wir auch, wie üblich, die Belt Loops, Druckknopf und Klett, wie man es kennt, um den Dienstgürtel nochmal mit einzuschlaufen. Beim Chest-Rig, weiß ich nicht, ob das jemand mal irgendwie großartig gemacht hat, sieht man echt selten, weil hier die Führungen ja nur vorne sind. Das in meinen Augen würde ich es jetzt nicht machen. Dann haben wir hier im oberen Bereich wieder das Kartenfach. Und für die ganzen kleinen Sachen hier das Blackhawk-Label vorgenäht. Ja, und im Inneren ist es einfach das gesamte Chest-Rig, die ganze Breite quasi verfügbar. Hier haben wir nochmal das andere Label. Hier, diese Version ist Made in Korea. Die haben unter anderem halt in Korea, Vietnam und in den Vereinigten Staaten hergestellt. Genau. Dann haben wir hier die Schultergurte, die sind hier vorne abnehmbar. Die sind auch nochmal ordentlich gepolstert. Hier oben die typisch 2 D-Ringe,
Da erkennt man die Blackhawk-Version auch immer ganz gut. Und ansonsten war es das schon mit der Vorderseite. Gehen wir mal nach hinten. Hier gehen die Gurte weiter und können hier hinten ein- und ausgeklickt werden. Also die sind komplett entfernbar. Und so kann man im Notfall das Chest-Rig auch mal schnell loswerden. Hier haben wir jetzt den Rückenteil, der ist glatt. Da ist aber auch, ja, so ein, wie wir es kennen, diese Flotation Pads quasi drin, damit einem das Ganze nochmal ein bisschen Auftrieb gibt. In späteren Versionen haben wir dann ein Foam Mesh. Und zwar gibt es die mit Blackhawk-Beschriftung wie hier. Oder halt noch ohne, und dann sieht es hier noch ein bisschen anders aus, aber es soll dafür da sein, also ähnlich ist auch Polstern. Und man hat dann halt hier nochmal, dass die Luft zirkulieren soll. Das wurde dann in den frühen 2000ern irgendwann gemacht. Mal als kleines Beispiel. Hier noch der Rückengurt, um das Ganze zu verschließen. Und mehr ist auch eigentlich nicht an diesem Chest-Rig dran. Aber dennoch, wie immer, keep it stupid and simple. Und das ist dieses Chest-Rig und deswegen war es wahrscheinlich auch nochmal so sehr beliebt, weil es halt einfach ein cooler Allrounder ist, den man sogar heute noch gut benutzen könnte. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst ein Abo da und macht hier so Daumen hoch und so ein Kram. Und dann sehen wir uns. Bis bald. Ciao.